So, servus, grüß euch, da ist wieder der Florian. Weiter geht's mit dem Einbau vom Classic 2.0 System. Und um euch das bestmöglich zeigen zu können, habe ich mir meinen Montage-Korpus, mein Montagemöbel geholt, weil ich euch da die Einbausituationen einfach am besten zeigen kann. Wie ihr seht, in dem Fall habe ich hier einen Ausschnitt für Auftischmontage, weil ich euch in diesem Zuge gleich etwas zeigen will. Wir haben vom Bohrer da nämlich was Neues und das könnt ihr wahrscheinlich, oder dem werdet ihr wahrscheinlich öfters begegnen. Das ist ein sogenannter Einlegerahmen für Auftischmontagen. Das bedeutet, ich kann mit diesem Rahmen in der Auftischmontage einen fast flächenbündigen Verbau für den Kunden machen. Wie ihr seht, das ist ein Z-Rahmen und der wird einfach in den Ausschnitt eingeklebt dann im Echtzustand, also einfach mit Silikon auf der Arbeitsplatte verklebt. Und Abzug und Kochfelder werden dann in diesen Rahmen nur noch eingelegt und dann einsilikoniert. Für uns bedeutet das ein bisschen weniger Aufwand, weil der Rahmen sehr ebenmäßig ist. Das heißt, vom ganzen Höhenausgleich von diesem Domino-System ist es für uns wesentlich feiner geworden. Es könnte aber gleich gut natürlich auch ein flächenbündiger Einbau sein, da das für unsere Geräte eigentlich egal ist. Ich meine, ein Domino-System immer feiner zum Einbauen in einer flächenbündigen Variante, weil ich mir einfach leichter tue mit dem Höhenausgleich und deswegen auch mit diesem Einlegerahmen eine sehr feine Geschichte. Ihr werdet sehen, da werdet jetzt viel Freude haben, weil es ganz einfach einfacher zum Einbauen ist. Also das einmal zum Einlegerahmen vom Bohrer. Gut, des Weiteren schauen wir jetzt einfach, wie gehe ich vor, wenn ich das Classic 2.0 in diesen Korpus einbauen muss. Wie zuerst schon gezeigt, habe ich mir mein Abzugssystem zusammengebaut, habe mir das in dem Fall auf die Rechtsführung belassen und ihr seht, wir arbeiten da mit der Bügelfixierung in der Arbeitsplatte. Mit einem 20er Torx schraube ich mir das einfach von unten dann nach oben und das Schöne ist, das habe ich nämlich immer ein bisschen mühsam gefunden, ab einer gewissen Höhe rastet die Flügelmutter auf ihrer Position ein und sie kann man nicht mehr rausrutschen. Das heißt, der Abzug ist sehr fein zu montieren und zu justieren, weil mir diese Flügelmutter nicht dauernd wieder außerrutschen. Ja? Vom Anschließen her gehe ich eigentlich jetzt den Weg, dass ich das jetzt gar nicht mehr vorher notursächlich anschließe an die Kochfelder, weil ich das ganz bequem nachher über das Ladensystem machen kann. Ihr seht, die Kochfeldverbindungen sind einmal nach rechts führend und einmal nach links führend. Das zeige ich aber nachher noch beim Anschließen. Und wenn wir jetzt einmal darüber schwenken auf das Kochfeld hat vorne in der Mitte den Anschlusspunkt für die Verbindung zum Abzug und ihr könnt es gar nicht verdreht rum einstecken, weil sonst das Kabel da nicht hinlangt. Gell? Also ich gehe einfach her, wenn ich meinen Rahmen drin habe, setze mir mal die Abzugeinheit in die Arbeitsplatte ein, werde mir dann die Mitte rausmitteln, habe ich in dem Fall schon gemacht, mittel mir die Mitte raus und verschraube mir mal diesen Abzug mit diesen Flügelmuttern von unten gegen die Arbeitsplatte hoch, damit der fixiert ist. Ihr seht, im Rahmen brauche ich eigentlich im Prinzip überhaupt keine Ausgleicherei machen, weil ich brauche keine Ausgleichsplatteln. Zur Not ist immer ein Backel Ausgleichsblätter dabei von 0,5, 1, 1,5 und 2 mm. Das heißt, ich fixiere mir mal den Abzug an die richtige Stelle rein, justiere man in der Höhe aus und dann beginne ich mit den Kochfeldern. Ja, und das zeige ich euch im nächsten Video.